Hallo an alle Campingfreunde und die es noch werden möchten. Vielleicht auch nur Lego Camping bei uns in der Stadt, wer weiß. Wäre auch kein Problem. Herzlich willkommen auch von mir. Ich habe heute meinen Campinghut auf, weil wir euch ein ganz schönes Set zeigen wollen. Ein Set aus dem Jahr 2021, brandaktuell, nur hier bei Bricks Go Wild. Es ist das City Wohnmobil. Nämlich nur hier bei uns. Naja, gut. Aber auf jeden Fall doch exklusiv, denn es wurde etwas modifiziert schon von mir. Ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist. Aber gut. Ich habe dieses Mal für euch übrigens einen Speedbuild gemacht zu diesem Set. Also da könnt ihr euch genau anschauen, wie das aufgebaut ist. Warum habe ich das gemacht? Mir war einfach Fahrt und ich wollte nicht alleine bauen. Deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht wollt ihr mit mir bauen und habe mir gedacht, das ist irgendwie netter, als wenn ich ganz alleine da sitze und das alleine. Ich sage dazu jetzt gar nichts, aber viel Spaß beim Speedbuild. Wir haben hier also folgendes Modell vor uns. Es ist das Lego City Wohnmobil, wie ihr vielleicht schon gesehen habt. Set Nummer 60283, Listenpreis ungefähr 20 € und es hat 190 Teile, was ja mittlerweile eh schon fast normal ist in der City-Welt. Gleich mal vorweg, Lego oder die bei Lego sind anscheinend große Campingfreunde. Es kamen in der letzten Zeit, sie vernachlässigen so viele Themengebiete, aber in Sachen Camping sind wir ganz vorne dabei bei Lego. Es kam sogar vor kurzem erst ein Wohnmobil auf den Markt, welches sehr ähnlich aussieht wie das hier, ist es aber nicht. Stimmt. 60057, wenn ich mich nicht täusche. Dann gab es auch noch ein altes mit vierstelliger Setnummer. Und ein Friends. Ein Friends. Ja. Welches auch sehr cool ausgesehen hat. Es gab auch eines von Toy Story. Dann gab es letztens jetzt erst vor kurzem diesen Wohnwagen, aber nicht den aus der Creator-Serie, sondern ja auch einen City-Wohnwagen mit so einem blauen Auto. Also die bei Lego sind große Campingfreunde und das freut uns, weil wir es auch sind. Richtig, wir fahren ja auch gerne campen. Zwar mit nicht so einem modernen Gefährt hier, sondern einem Wohnmobil, das fast so alt ist wie ich, aber es fährt noch. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, die einen lieben es, die anderen hassen es, aber das Campen, Freunde, ich sage es euch, das ist, ich kann es nicht in Worte fassen, das ist eine Perfektion an Urlaub. Wir fahren gerne nach Italien oder wir freuen uns auch in dieser Saison, hoffentlich geht es bald wieder, ins Legoland. Die haben dort nämlich auch einen Campingplatz dabei und das ist ideal, weil dann kann man dort übernachten, steht auf und geht direkt ins Legoland rüber. Ein Traum. Und es war ganz eine interessante Geschichte. Ich schweife jetzt ein bisschen aus, aber egal. Ich merk's gerade. Rita wollte am Anfang nicht so gern campen fahren. Ich habe gesagt, okay, wir probieren es mal, aber wenn es dir nicht gefällt, dann nehmen wir uns ein Hotel oder fahren sofort wieder nach Hause. Und dann war sie diejenige, die schon gefragt hat, wann wir denn das nächste Mal mit unserem altehrwürdigen, aber immer treuen Wohnmobil fahren wollte. Stimmt. Seitdem sind wir unterwegs. Ja, ihr habt eigentlich das Video eingeschaltet, weil ihr das Set sehen wolltet, nehme ich an. Es sind 2 Figuren dabei und dieses Wohnmobil. Mit was fangen wir an? Ich würde sagen mit den Figuren. Ihr habt gesehen beim Speedbuild, dass ich die Figuren natürlich da schon berichtigen musste, denn ihr habt auch das uns auf jeden Fall schon in den Kommentaren geschrieben und auf Instagram habe ich auch schon nette Nachrichten bekommen unter meinem Post mit diesem Set, dass das ja eigentlich Christoph und ich sein müssten. Deswegen habe ich die richtigen Haare natürlich für mich ausgesucht, ist ganz klar, denn eigentlich sind so kurze Haare dabei und das geht natürlich jetzt nicht. Die sind so irgendwie von der Farbe her fast ähnlicher, aber egal. Rita glaubt, dass sie blond ist. Lassen wir sie ihnen glauben.
Wir lassen mich Ihnen glauben. Ich glaube, Wendegesichter sind nicht dabei, so viel ich mich... Ach doch, bei ihr. Aber bei Christoph nicht. Und eben dieses süße Baby. Aber ich zeige euch zuerst mal das Wendegesicht. Ich bin da so schlafend, ruhig schlafend. Kann man mich auch... So haben wir sie gerne, ja. Nicht nörgelnd. Genau, nein, niemals. Aber ich finde einfach die Geschichte da ganz nett, weil dieser junge Mann hier mit dem Baby, der kam schon in mehreren Sets vor, und zwar immer in Campingsets. Er war auch mal ein kleiner Junge und ist mit seinen Eltern campen gefahren, genauso wie ich damals mit meinen Eltern campen gefahren bin. Und jetzt, dann kam er nochmal vor, glaube ich, als Teenager, und jetzt ist er erwachsen und fährt mit seinen Eltern, er fährt nicht mehr mit seinen Eltern, er fährt mit seiner eigenen Familie campen, so wollte ich sagen. Mit seiner Frau. Und das ist übrigens das Baby. In einem Babyanzug. Genau. Find auch sehr nett. Sehr nett. Dann haben wir noch dabei alles, was gute Camper brauchen, nämlich einen kleinen Gaskocher. Davor hat Rita meistens Angst, sie kocht nicht so gern mit Gas, wo oben ein Spiegelei gebraten wird. Und auch noch ein Croissant-Fass fürs Frühstück oder sowas. Genau. Der Wagen an sich, es handelt sich hierbei, wie wir Campingfreunde natürlich alle wissen, um ein Alkovenmobil. Also dort oben ist der Alkoven, und es ist ein ganz schönes Modell eigentlich, muss ich sagen. Gibt nichts Besonderes dazu zu berichten. Die Front hatten wir schon in manchen so City-Lastwegen oder so Müllabfuhrsets und so weiter. Der Rest ist eigentlich relativ rechteckig, ein paar Aufkleber hier. Aber schöne Frontscheibe, und innen, ja, kommt man so hin, und zwar kann man hier, es hat keine Tür, aber dafür kann man so die Seite aufklappen. Naja, vorne für die Fahrerkabine hat es 2 Türen. Richtig, also für die, ganz richtig, habe ich unterschlagen, tut mir leid. Ich habe es ja gebaut, ich kenne mich ja super aus. Genau, also die 2 kleinen Türen zum Einsteigen, Fahrer und Beifahrer, beziehungsweise nur Fahrer, weil nur ein Sitzplatz. Dafür mit Kaffeetasse, also das finde ich sehr gut. Und ich würde es mir dann hinten gemütlich machen, denn hinten haben wir erstens mal was Süßes schon am Tisch, was ich sehr super finde, einen Donut und so eine Erdbeer-Nachspeise. Und ganz hinten haben wir dann, hinter dem Tisch, haben wir eine Kaffeemaschine, wo dann schon meine Tasse drunter steht. Und daneben noch ein Mineralwasser oder sonstiges, also auf jeden Fall eine kleine Dose. Ja, und ich muss vorne fahren, oder wie ist das? Das ist immer das Gleiche. Mit so großen Gefährten traue ich mich nicht fahren. Ich bin eher bei den kleinen Autos. Auch nicht schlecht. Genau. Was ich noch herzeigen wollte ist, ja, es ist innen ganz nett, man kann auch die Figuren reinsetzen, aber die Leute müssen natürlich auch wo schlafen. Vielleicht habt ihr gesehen, es sind hier keine Betten, aber ein Wohnmobil ist ja immer multifunktional, man kann drin auch übernachten. Unsere Leute brauchen kein Zelt aufstellen. Und das Coole ist, es ist sogar ein Babybett drin. Genau, man kann hier oben nämlich diese Kappe abnehmen, und dann ist hier ein Doppelbett und hier ich habe zuerst geglaubt, das ist ein Gepäcksfach, aber Rita hat mich dann aufgeklärt und hat gesagt, das ist das Plätzchen für das Baby. Ja, das ist doch so süß, schau. Ich meine, okay, jetzt würden wir da um einen Dumm fliegen und du fotografierst da den... Man kann das auch, glaube ich, gar nicht mehr zumachen, wenn die so drin liegen, aber das ist egal. Ja, aber dann sieht man sie auch nicht, und deswegen macht man das dann auch nicht. Auf jeden Fall so, ich kann das jetzt ein bisschen schlechter so drehen. Da liegen wir gut im Bett, und daneben bei unseren Füßen liegt das Baby, ist ja kein Problem. Ja? Und wir können immer gut darauf achten, dass es nicht davonläuft. Denn es kann eigentlich auch gar nicht davonlaufen, weil es gibt keine Stiege nach unten, das fehlt hier. Genau. Nein, man muss da übers Dach klettern. Aber gut. Mir gefällt auf jeden Fall der Farbakzent, den sie hier eingebaut haben mit dem, weiß nicht, ob man das sehen kann, Dark Bluish Gray, dann kommt Tan und dann kommt so ein Medium Blue oder sowas. Also das ist ganz nett gemacht, und auch ansonsten, man kann bei diesen Sets meistens nichts falsch machen. Diese Fahrzeuge, hier 20 Euro, wenn ihr wenig Sticker, es sind sehr wenig Sticker, es sind, glaube ich, gesamt 5. Hier vorne ist zum Beispiel auch einer drauf. Genau. Auf der Seite jeweils einer, und natürlich die Number Plate.
die sowieso immer als Sticker ist in letzter Zeit. Ich weiß nicht, das ist so ein kleines Set, das bringt mich irgendwie in Urlaubsstimmung. Ich weiß nicht, das ist ein Set, da habe ich gute Laune, wenn ich mir das ansehe. Es ist auch hier die Szenerie, ihr seht es, die Leute sind hier auch gerade auf Urlaub. Ich stelle mir uns zwei, oder besser gesagt 3 eigentlich, Verzeihung, schon vor, wenn wir da im Legoland sind und am Campingplatz stehen und einen tollen Tag verbracht haben, wahrscheinlich wieder Steine noch und nöcher eingekauft haben, mit der Drachenachterbahn gefahren sind und dann chillen wir am Abend bei einem guten Essen am Campingplatz und lassen den Tag ausklingen. Also, genau. Ich bin da wirklich schon versucht, unsere Reisepässe zu zücken, wenn es wieder losgeht. Momentan ist es ja etwas schwierig, aber schauen wir mal, Rita, ob das so... Weiß nicht, seht ihr das? Sie sieht sehr ähnlich aus wie im echten Leben. Ja, ich finde auch. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, so dürfte man sich gar nicht auf einem Passfoto fotografieren lassen mit dieser 3D-Brille, aber wir sind auf jeden Fall schon bereit. Stimmt. Und noch immer nicht ausgefüllt, wie wir heißen, aber gut, egal. Dafür schon mit Stempel. Ganz richtig, ja. Was sagt denn ihr zu diesen 2021er City-Sets? Das würde uns interessieren. Oh ja. Es gibt ja noch ein paar andere Sets, die haben wir noch nicht aufgebaut, aber es sind ein paar ganz nette Sachen drinnen. Für unsere Stadt sind die immer ganz nett, also da kann man wirklich nichts sagen und da freuen wir uns auch immer, wenn die rauskommen und ihr seht es, Rita und ich sind begeistert, wir sind Campingfreunde aus wirklich tiefstem Herzen. Ja, und perfekt für uns, weil genau 3 Figuren dabei sind. Das ist wirklich ein Set, was fast wie eine Sigfig-Kollektion unsere Familie abbilden will. Also wenn ihr Sigfigs von uns haben wollt, müsst ihr nur die Figur von Rita ändern. Dann habt ihr uns hier beim Urlaub fahren. Das freut uns wirklich sehr. Das stimmt. Wir hätten nur noch extrem viel Lego dann im Gepäck, aber sonst 1:1. Und wie Rita gesagt hat, unser Wohnmobil ist nicht so neu. Baujahr 94. Ja, das aber fährt noch wie eine 1, ich sag's euch. Ohne Probleme. Ja, in dem Sinne, wie eine 1, aber gut. In dem Sinne, lasst auch ihr... Du bist ja noch nie gefahren, du weißt das gar nicht. Das stimmt. Lasst auch ihr eure Campingwege... Es hat schon mal in Italien in einem Tunnel ziemlich zu rauchen begonnen und zwar nicht draußen, sondern in der Fahrerkabine drin. Aber wir sind dann kurz stehen geblieben, haben geschaut, Motorhaube auf, geschaut, was los ist, war nichts mehr. Dann sind wir weitergefahren und seitdem hat es immer bestens funktioniert. Haben schon mehrere Urlaube wieder hinter uns gebracht und es war nichts mehr. Ja, also wirklich gute Qualität, muss man wirklich sagen. Eindeutig. Und auch über sehr schwierige Holzbrücken gefahren, wo wir dann im Nachhinein drauf gekommen sind, dass wir da eigentlich nicht drüber hätten fahren sollen. Aber dieses Wohnmobil kann alles. Wir sind Abenteurer, das gehört dazu. Ja. Bis demnächst, Campingfreunde. Geht auch ihr campen. Viel Spaß am Campingplatz und dann sehen wir uns. Auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss.